30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und hechtundbarsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 25. Folge des YPC 21 und damit zur ersten von 6 Episoden in der K.O.-Phase. Diese Woche zeigen wir euch in 2 Folgen die Partien zwischen Jan Pusch und Landry Rosen. Nächste Woche folgen die beiden Battles zwischen Dustin Schöne und Patrick Marable. Im Halbfinale und im Finale duellieren sich die beiden Angler 2 Tage lang im 1 gegen 1 am selben Spot. Im Hinspiel geben beide Angler je 4 Brutto-Angelstunden lang die Angelplätze vor. Im Rückspiel kann immer der zurückliegende Angler die Spots bestimmen, damit keine toten Plätze angefahren werden und es zu jedem Zeitpunkt so spannend wie möglich bleibt. Der Rest der Regeln bleibt im Hinblick zu den Gruppenphasen unverändert. Wie in den YPC-Finalrunden üblich, haben wir auch dieses Jahr einen Moderator mit am Wasser. Hallo liebe Zuschauer des YouTube Predator Cup und herzlich willkommen zum Halbfinale. Wir hatten eigentlich andere Pläne in der Runde der letzten 4, doch kurzfristige Änderungen der Reisebeschränkungen und Quarantäneregelungen haben dazu geführt, dass wir jetzt wieder in den Niederlanden fischen, was sicherlich kein Grund ist, Trübsal zu blasen, denn wahrscheinlich gibt es nirgends so viel Fisch wie hier. Und außerdem haben wir natürlich im Gegensatz zur Gruppenphase auch wieder ein bisschen anderen Modus. Wir angeln 1 gegen 1 mit diesen beiden Halbfinalisten, Jan Pusch gegen Landry Rosen. Das sind 2 Angler, die jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hatte, so weit zu kommen. Zumindest sagen das die Umfragen der Zuschauer. Jan, letztes Jahr lief es nicht so wahnsinnig gut für dich, deswegen vielleicht auch diese Umfrageergebnisse. Aber dieses Jahr hast du wahnsinnig abgeliefert. Was war los? Ja, ich weiß nicht. Also man sieht auch, Angeln hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich habe also im Bus in meinem Bulli übernachtet und bin jeden Spot angefahren, habe echt hart trainiert. Und das zahlt sich eben aus. Auf jeden Fall. Also du hast den Punkterekord in der Gruppenphase, den Enrico ja dieses Jahr erst aufgestellt hatte, nochmal übertroffen. Hast also wahnsinnig gut gefangen. Und auch Landry hat richtig abgeliefert. Landry, j'ai juste dit que vous deux, vous étiez peut-être pas les pêcheurs où tout le monde avait expecté que vous allez faire au demi-finale. Vous êtes peut-être un peu la surprise. Mais vous avez bien pêché, vous avez attrapé plein de poissons. Et qu'est-ce que tu as fait différemment de l'année passée? Oui. Je me suis entraîné. L'année passée, avec le corona, je n'ai pas pu m'entraîner. Cette année, je me suis entraîné et ça fait toute la différence. Je pense qu'en compétition, pas d'entraînement, c'est pas possible. C'est un peu la même chose avec Yann. Lui aussi, il a beaucoup plus s'entraîner. Et oui, on est sur ton spot. Oui, 4 heures sur mes spots. Et c'est quoi ta tactique? Alors, tu peux m'expliquer parce que Yann, il va pas... il ne comprend pas le français. Ouais, parce que je trouve que Yann, c'est un mauvais pêcheur. Et il n'a pas beaucoup d'expérience, il ne sait pas pêcher. Je déconne évidemment. Il a beaucoup plus d'expérience que moi et il est bien meilleur pêcheur que moi. Donc ma stratégie, c'est tout simplement de pêcher sur des spots que moi j'ai l'habitude de pêcher. Où finalement je suis peut-être meilleur parce que c'est des spots qui sont très complexes à pêcher, où il va falloir utiliser des leurres de surface, il va falloir passer dans des herbiers. Voilà, ma stratégie c'est de jouer technique et j'espère que Yann n'est pas trop technique. Il a l'habitude de pêcher en bateau et donc du coup ce genre de spots il les connaît pas trop. Et voilà, j'espère prendre du brochet, il y a des très très beaux brochets sur ce parcours. Il y a un peu de perche, pas beaucoup mais voilà, j'ai 2-3 spots où je sais où elles sont. Et donc j'espère capturer perche, brochet et un poisson de surface ce matin. C'est ma stratégie. Et j'espère qu'elle sera gagnante. Okay, merci. Also Landry wird zunächst die Spots vorgeben, danach ist Jan dran, darf dann darauf reagieren. Du hast jetzt nicht allzu viel verstanden davon, was er über seine Taktik erzählt hat. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das darf ruhig erstmal sein Geheimnis bleiben. Ich denke, du kannst dir schon ungefähr denken, was hier zu erwarten ist. Hast, glaube ich, auch eine
Hechtrute in Was der ganz Hand. Spezielles. Ich mache heute mal was anderes, aber das werde ich gleich erklären den Zuschauern. Alles klar, dann wollen wir auch gar nicht zu viel Zeit verlieren. Halbfinale, Tag 1, c'est parti. Landry, Jan, good good luck. luck. Good luck, my friend. Also der Landry, der geht schon los. Wir haben uns so vereinbart, dass wir uns auch ein bisschen trennen können, aber in Sichtweite bleiben. Und ich schaue mir erst mal an, was er macht. Ihr seht das hier, ich habe eigentlich eine Hechtrute hier, die ist ein bisschen länger, 2,70 Meter. Ich habe jetzt keine Beetkaste genommen, die habe ich noch im Auto. Und ich muss erst mal schauen, wie das überhaupt hier abläuft. Ich kenne den Spot überhaupt nicht. Und deshalb will ich mal ganz kurz gucken, was er da macht. Aber ich habe schon gesehen, er hat ein Spinnerbait drauf. Ich habe mir jetzt ein Chatterbait draufgezogen. Hier sind um uns herum sind Polder, aber auch andere Gewässerstrecken, flache Seen. Und ich gucke mir das ganz kurz an und dann geht's los. Ne? Zeit ist Fisch. Ja Leute, ich fische hier jetzt mit dem Chatterbait. Ich habe mir jetzt hier den Popper hinten raufgezogen nochmal, den großen, den 12 cm im Perch. Der hat ja richtig schon Fische gefangen. Und jetzt seht ihr auch, warum ich diese lange Route habe, um einfach über dem Schilf besser zu kommen, um den noch flacher zu führen. Deshalb habe ich mich für die 2,70 Meter Route entschieden und nicht für die Baitcaster. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Ich brauche nur ein Hecht, Leute, nur ein Hecht. Ich habe noch ein Ass im Ärmel, die nächsten Spots, Barsch, Zander. Ein Hecht und dann, ja, ein Hecht wäre nicht schlecht. Ich muss ein bisschen probieren und lasse erstmal den Chatterbait drauf. Wenn hier ein Fisch ist, der nagelt da voll drauf, das sage ich euch. So, nächster Spot. Beim Polderangeln muss man flexibel sein. Schnell weitergehen, ein paar Würfe, wenn nichts ist, weiter. Ok, comme vous pouvez le voir, ce sont des spots extrêmement complexes à pêcher. Hein. Il faut traverser des murs de végétation pour accéder sur l'eau. Puis quand on arrive sur l'eau, ce sont des murs de végétation aquatique qui sont dans l'eau. Donc il n'y a pas énormément de techniques de pêche viables. Ici, il faut pêcher en surface avec des leurres qui passent dans la surface, des montages texans, etc. Il faut que les brochets soient actifs en surface. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais si j'arrive à capturer un brochet ici, j'ai le pont en surface et ça me ferait vraiment plaisir. Après, on partira pêcher plutôt en ville et on va pêcher dans des endroits qui sont plus accessibles. C'est ça que j'appelle un spot technique. Sehr viel Kraut hier, sehr viel Kraut. Vielleicht muss ich nachher auch mal wechseln auf Spinnerbait. Aber ein bisschen Zeit gebe ich dem Ganzen noch. Ja, und weg ist der Köder. Oh, Leute, Kraut und weg ist der Köder. Gleich ein Hänger hinterher. Aber das ist immer im Wettkampfangeln. Wenn das im Wettkampfangeln passiert, fürchterlich. Aber egal. Ich habe gesehen, der Landry, der fischt mit einem dicken Hartmono. Und ich hatte ja eine Stahlspitze dran. Und ich glaube, das Hartmono, was er macht, das wird schon irgendwo richtig sein. Der kennt den Spot hier. Deshalb wechsle ich jetzt auch. Dickes Hartmono rauf, stabilen Karabiner und eventuell ein Spinnerbait. Das muss ich mir gleich mal angucken, wie der läuft. Ich habe so ein paar verschiedene Köder mit. Kennt ihr das? Ihr habt so viel Köder mit. Ich habe wirklich nur 3 so eine Boxen mit. Und man kann sich gar nicht entscheiden, was man fischt. Oh, ist das fürchterlich. Und da ich den Spot nicht kenne, muss ich echt ein bisschen probieren. Was nimmt man? Vielleicht einen ganz leichten. Pass mal auf, jetzt nehme ich mal den hier. The Boss hat mir viele Fische gebracht am Schweriner See. Vorne ein 7 Gramm Kopf drauf, hinten eine coole Rassel. Ich hoffe, ihr hört das mal. Habe ich so ein bisschen getuned. Und den versuche ich jetzt wirklich langsam einzuholen. Das ist nämlich der Vorteil, den kannst du echt langsam führen. Ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Hechte das hier noch nicht kennen. Und vielleicht ist das mein Vorteil. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah,
supposed to replug now. I guess that might be us now. Gerade wenn man den Spot nicht kennt. Da ist er! Oh, da war ein Biss! Ah, ist der reingehackt da. Auf den Flapper, Leute! Ja! Das war ein Fisch. Bam, ging ganz kurz die Bremse los, obwohl die richtig, guck mal, die ist richtig hart eingestellt. Guckt euch das an. Hier ist er einmal raufgeknallt, volle Sau auf den Flapper. Ich weiß, das Ding ist eine Bank. Und trotz Drilling, trotz Dinge unten, Fehlbiss, kann passieren. Aber der Hecht war ganz kurz nur dran. Das kann sein, dass er noch mal beißt. Deswegen fische ich das jetzt noch mal ab. The Frog. Leute, bisschen aggressiver in Chartreux. Hinten noch ein Gamakatsu-Haken drauf. Als Dinger sozusagen. Oben habe ich nicht so viel Kraut. Langsam drehen, 7 Gramm Kopf. Ich habe ihn noch ein bisschen leichter als 5 Gramm Kopf, aber wir haben ein bisschen Wind. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt rauskomme. Probiere ich jetzt erstmal. Also, der Hecht ist verschreckt. Er war ganz kurz dran. Ich habe ihn ganz kurz auf dem Flapper gehabt und jetzt den Frosch. Nee. Vielleicht hing er auch schon zu lange dran. Das ist immer das Problem. Aber der Biss war nur ganz kurz. Eigentlich müsste er ihn noch mal nehmen. Okay, macht keinen Sinn, länger zu bleiben. Beißt nicht mehr. Vielleicht komme ich nachher noch mal, wenn wir zurückgehen, dass ich den Spot noch mal abfische. Muss ich mir gleich merken, einprägen. Und vielleicht beißt er denn. Ich mache den Flapper wieder rauf. Da kam auf jeden Fall ein Biss. So, die erste Dreiviertelstunde ist rum. Landrys Plan geht bisher nicht so gut auf. Also er hat sich ja hier erhofft, dass Jan mit den Gegebenheiten vielleicht nicht so gut klarkommt, weil es doch sehr viel Kraut im Wasser gibt, sehr flach ist und Jan ihm zumindest bisher nicht als Topwater-Angler in Erscheinung getreten ist. Trotzdem ist Jan derjenige, der bisher eine Attacke hatte. Nicht auf dem Topwater-Köder, aber er hat Spots gefunden, wo er auch mit dem Gummifisch ganz vernünftig leiern kann, beziehungsweise mit einem Twister. Bisher ist noch kein Fisch da. Ich bin gespannt, ob Landrys Taktik sich demnächst ändern wird oder ob er weiter an diesem Plan festhält. Je vais changer de stratégie parce qu'en surface, les brochets ne sont pas du tout actifs. Ici, les eaux le permettent un petit peu, donc je vais pêcher sous la surface. Je vais essayer le nouveau spin jig de chez LMAB. Avec la palette feuilles de saule à l'arrière. S'il y a de la perche en plus, ça peut être très bon. Mais pour le brochet aussi. Tu as déjà attrapé des perches ici? Oui, il y en a dans le polder aussi. Ouais. Okay. Ja, möglicherweise war Landry schon da. Er ist vor mir ein bisschen. Vielleicht hat er den Spot schon abgefischt. Aber trotzdem, ich vertraue dem Flapper so doll, dass ich trotzdem jetzt hier einen Wurf wage. An der Seite, an der Kante. Ihr habt das ja gesehen, wenn man einmal die Farben wechselt mit einmal, bumm, beißen die Fische. Man muss den Nerv treffen, man muss die Farbe treffen. Ja, den geht über Studieren. Aber das macht ja so viel Spaß. Ne? Das liebe ich hier am Wettkampfangeln. Dieser Druck und dann nach und dieses Probieren. Jetzt kommt wieder die Sonne raus. Also eigentlich, das muss gleich ballern. Also ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß nicht warum. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Und es ist ein Wind hier ohne Ende, du. Les conditions sont horribles. On est en pleine tempête là. Der Landry will einen Spotwechsel machen. Alles gegeben. Einen Biss gehabt, wahrscheinlich noch einen zweiten, bin mir nicht ganz sicher. Es war so ganz leicht von hinten. Der Fisch saß leider nicht. Der hat auf jeden Fall ja Zahnschmerzen. Und wir greifen an. Wir fahren zum nächsten Spot. Also bleibt dran hier beim YPC 2021. Es bleibt spannend. So, wir fahren zum nächsten Spot, der ist auch ganz in der Nähe. Ich glaube, dass ich da schon mal war, genauso wie ich hier schon mal war mit Landry letztes Jahr. Und zwar hat er da genauso wenig gefangen wie hier. Wobei, stimmt nicht. Ich glaube, er hat einen kleinen Barsch da gefangen. Es ist ein eher städtisches Gebiet. Also es ist wirklich Streetfishing jetzt, wo wir fischen. Kleine Gräben in so einer Wohnsiedlung.
Und ich bin gespannt, ob sein Plan da besser aufgeht als hier. Gestern hat er hier wohl nochmal angetestet und hatte auch mehrere Hechte drauf. Ja, jetzt war tatsächlich nur ein Kontakt bei Jan, bei Landry gar nichts. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt ein bisschen besser wird. Ich finde eigentlich, die Bedingungen sind zum Filmen zwar nicht gut, aber zum Angeln finde ich sie eigentlich nicht schlecht mit dem Wind, gerade zum Hechtfischen. Aber mal gucken. Hoffen wir mal, dass der zweite Spot mehr Fisch bringt. Bon, nous voilà arrivés sur le deuxième spot de pêche. Le premier n'a pas fonctionné, la stratégie n'était pas très bonne. Enfin, tout simplement, l'activité des poissons n'était pas présente. Ici, on va pêcher sur un autre type de spot qui est à l'abri du vent parce que c'est vraiment tempête aujourd'hui. On va pêcher près d'une ville, on est protégé derrière les bâtiments. On va essayer de capturer des brochets et de la perche. Ici, il n'y a pas de cendres, donc vous n'en verrez pas, en tout cas pas sur ce spot-ci. Et ben voilà, j'espère qu'on va capturer des poissons. Let's go. Landry fischt mit einem Jigspinner, habe ich gerade gesehen. Und er steht auf so einem Rohr auch. Es kann sein, dass es ein Ausfluss ist. Er kennt den Spot natürlich sehr gut. Ich habe jetzt immer noch den Flapper drauf. Ich setze ein bisschen mehr auf Hecht, weil eigentlich habe ich einen Barsch-Spot, wo ich die Barsche auch vermute. Nun kenne ich den Spot nicht. Ich weiß nicht, wenn er jetzt hier einen Barsch nach dem anderen fängt, muss ich natürlich irgendwie die auch anpassen. Ich lasse die Hechtrute jetzt erstmal drauf und müsste ich sonst im Auto gehen. Ich muss mir das angucken, was er jetzt macht da. Kannst natürlich auch auf so einem kleinen Jigspinner auch einen Hecht haben. Allerdings. Aber ich weiß nicht, was er macht jetzt hier. Er kennt den Spot ganz gut, weil er genau darauf steht und jetzt unter der Brücke wirft. Natürlich auch ein Hotspot für einen großen Hecht. Ne? Das ist das Problem, wenn man wirklich den Spot nicht kennt. Das ist, Ja, da muss man immer ein bisschen gucken. man muss sich was schnell der Gegner anpassen, genau, man muss sich anpassen. Und jetzt habe ich ihn gerade vor seinen Füßen geworfen. Wow, Karpen. Karpen. It's a carp? Carp, yeah. Mirror carp. If it's not a carp, it's a big pike. No, it's not pike. Ok, j'essaye tout ce que je peux pour attraper un poisson de surface. C'est vraiment ma stratégie première, c'est d'attraper un poisson en surface. Et là, le temps, il est vraiment pas avec moi aujourd'hui. Je pensais qu'on allait avoir du soleil, en fait, on n'a même pas de soleil. Mais c'est pas pour ça que les poissons ne monteraient pas en surface. Donc là, je viens d'essayer sous ce pont, ça n'a pas marché. Donc je vais repêcher derrière avec un petit spin jig, comme ceci. Et on va essayer de capturer une perche ou un brochet. En pêchant avec des spin jigs comme ça me permet, vous voyez, j'ai envoyé dans le pont, mais ça me permet de capturer brochet et perche. Et ça, c'est plutôt un bel avantage si j'en capture l'un ou l'autre. Ja, Leute, unwahrscheinlich schwieriges Fischen. Am ersten Spot noch einen Fisch gehabt. Ein Biss gehabt auf jeden Fall, der war drauf. Hier gar nichts. Ich weiß nicht, ob Landry jetzt was geholt hat. Ich habe nur gesehen, er fischt kleinere Köder. Definitiv. Ich bin bei meinem Flapper geblieben, weil ich einfach damit einen Biss hatte und Vertrauen habe. Die Farbe scheint auch richtig zu sein bei den Wetterbedingungen. Und ich hoffe hier einfach um Hecht. Das ist das. Und hier gibt es auch Hechte. Aber zur Zeit sieht es echt mau aus mit den Bissen. Aber egal, weiter die Daumen drücken. Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt und das war schon immer so. Ici, c'est un super chouette spot de pêche. Alors, il y a des tas d'herbiers un peu partout. Et l'avantage, c'est qu'on peut passer le long de ces herbiers. Et souvent, les brochets sont juste en dessous des herbiers. Mais là, il y a tellement de vent aujourd'hui que ça rend l'eau trouble. Et il y a tellement de vaguelettes sur la surface que même avec des lunettes polarisantes, on ne voit plus rien du tout. Et donc, on ne voit pas où sont les tas d'herbiers. Et donc, c'est quasiment impossible d'y pêcher ici aujourd'hui. Donc
On va lancer plus ou moins dans le vent, on va ramener des tas d'algues et avec un peu de chance, on passera au bon endroit. So, also ich wollte gerade den Flapper ausprobieren, aber Spotwechsel machen wir auch gleich, würde ich sagen. Ne? Na, den in der Farbe. Ach, egal. Okay. Wenn es nicht beißt. Ja, wir sind auf dem Weg zum dritten Spot. Es wird wieder auf Hecht gehen. Und wir fahren, soweit meine Informationen richtig sind, an ein Poldersystem, wo Landry in der Gruppenphase oder zumindest in der Zwischenrunde schon sehr gut gefangen hat. Die Bedingungen sind heute natürlich andere, deswegen kann man da jetzt vielleicht nicht daraus ableiten, dass es heute auch so laufen wird. Gestern hat er an den Spots, wo wir heute waren, auch gefangen. Da war die Fischaktivität auch besser. Heute ist es bisher nicht so gut. So eine richtige Erklärung habe ich nicht, muss ich sagen, weil ich das Wetter eigentlich zum Hechtangeln als ganz gut erachte. Aber wir haben noch so 25 bis 30 Minuten, je nachdem wie gut wir durchkommen. Und dann ja, hoffen wir mal, dass noch ein Fisch vor der Pause kommt. Nous voilà arrivés sur le dernier spot de ma journée, de mes heures de pêche. J'avais 4 heures, on n'a toujours pas de poissons. Probablement que ce n'était pas les meilleurs spots à pêcher. Peut-être juste que l'activité des poissons n'est pas là aujourd'hui. Alors là, on est sur un spot que j'ai pêché durant la qualification. J'ai attrapé plus ou moins 8 brochets sur une journée de pêche. Donc là, c'est clair et net que les poissons, ils y sont. Si on ne fait pas de résultat, c'est que l'activité n'y est pas. Ja, Leute, Polderangeln. Letzter Spot. Und ich habe mir jetzt extra die Baitcaster genommen, weil das doch jetzt besser ist. Ich brauche nicht ganz so weit werfen. Ich kann ein bisschen schneller werfen damit, deshalb mit einer Baitcaster. Hier ist auch kein großes Schilf, ich habe es mir angeschaut. Und ich habe den Flapper dran. Einfach durchleiern. Mal gucken, was hier läuft. Wasser ist ziemlich klar, muss ich sagen. Ist gar nicht so schlecht. Ja Leute, wir haben jetzt fast nur Polder gefischt. Ganz ehrlich, meine Angelei ist das nicht so. Oh, vor allen Dingen fahren hier die Autos, also wir sind ziemlich an der Hauptstraße, die Autos fahren entlang. Man muss echt aufpassen, dass man nicht überfahren wird, ey. Weil teilweise, wenn man da vielleicht noch einen Fisch dran hat oder so, mit dem Kescher und alles drum und dran. Aber hier kommen halt auch große Hechte vor, das muss man so sagen. Und ich mag es nicht so, aber trotzdem muss ich hier durch. Er gibt die Spots vor und deshalb auf geht's. Landry, Oui, wo sind die Hechte? j'ai rien compris. Non? Il n'y a pas de brochet? Il faut que tu apprennes un peu allemand. Oui. Wo sind die Hechte? Volgindi? Non. Wo sind Vosen? die Hechte? Vosen die Hechte. Hechte. Vosen die Hechte. Exactement. Ok, ça veut dire il n'y a pas de brochet? Ils sont où les Rochers? Ah, Ich brauche ich brauche, einen ja, eine Hechte. Hecht. Ich brauche eine Hechte. Exactement. C'est bien comme ça. Quand j'attrape un poisson, je dois dire dat is een schöner Hecht. Non? Das ist ein schöner Hecht. Dat is een schöner Hecht. Klares Wasser, also aggressiv hat nichts genützt. Jetzt fische ich mit dem mal. Geile Köder. Übelst scharfe Drillinge. Kann man ganz langsam durchleiern. Sieht auch, finde ich, richtig nice aus. Oh, sieht der geil aus. Macht richtig so Hammer. Das alleine macht ja schon Spaß. Wenn man nur den Köder laufen sieht, das ist schon cool. Und nur einer dran kleben bleiben. Pas de poisson, Pas de poisson, non. quelques explications?
J'ai pas d'explication. Je peux juste dire que là, les poissons, ils sont pas du tout actifs parce que ici, sur cette zone-ci, en pêchant de là-bas jusqu'ici seul, ici on est 2, j'avais attrapé 4 poissons et ici on a 0 attaque, 0 poissons qui ont bougé, pas de perche, pas de brochet. Le temps est tempête, on pourrait dire que c'est bien pour le brochet, mais non, c'est pas le cas. J'espère que les 4 heures suivantes et les spots où Yann va nous emmener seront plus productifs, ouais, vraiment. Moi aussi. Je suis vraiment déçu des résultats et pour tout le monde en fait. Même Yann, il n'a pas de résultats et c'est anormal, vraiment anormal. Oui. Also ich gebe Gas, ihr seht das hier, aber anscheinend scheint das nicht richtig zu laufen hier. Aber wenn wir zu meinen Spots gehen, da geht 100%ig was. Das schwöre ich. Das war die erste Halbzeit. Die Stimmung ist nach wie vor gut. Aber fangtechnisch kann es natürlich nur besser werden. Ob Jan sein Versprechen halten kann, seht ihr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Kurze Würfe, langsames Kurbeln, ultra geiles Angeln. Fisch! Heute bin ich mit einem neuen Produkt unterwegs und zwar mit dem Lip Jig, eine Art Jigkopf mit Tauchschaufel. Dieser Lip Jig verwandelt unseren Gummiköder in eine Art Wobbler. Fisch! Das ist der Übeltäter. Lip Jig. Es macht so einen Bock. Also Leute, wenn ihr auch solche tollen Zander fangen wollt, sichert euch den Lip Jig. Das Ding ist eine absolute Waffe. Du hast das perfekte Weihnachtsgeschenk für eine Anglerin oder einen Angler noch nicht gefunden? Ich habe gleich mehrere Ideen für dich. Bei den LMAB Weihnachtsboxen für Hecht, Barsch und Zander handelt es sich um sorgfältige Zusammenstellung von Ködern, Vorfachmaterial, Terminal Tackle und Accessoires, die perfekt auf den jeweiligen Zielfisch abgestimmt sind. In den Boxen befinden sich Produkte im Wert von 120 bis 130 Euro, erhältlich sind sie aber schon für 89,99 €. Und auch bei unseren Hecht und Barsch Weihnachtsgutscheinen bieten wir dir einen super Preisvorteil. Denn egal welchen der 4 Gutscheinwerte du aussuchst, wir schenken dir jeweils 10% des Einkaufswertes. Links zu beiden Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem weiteren Teil der Folge und eine frohe Weihnachtszeit. So, wir sind jetzt an Jans erstem Spot. Er hat auch schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er sich nicht allzu viel bewegen möchte. Also Kontrastprogramm zum Polderangeln in Landrys Halbzeit. Ich hoffe, dass sich die Polderhechte und die Flusszander und Barsche nicht abgesprochen haben und es keinen Generalstreik gibt, sondern wir an dieser Stelle hier jetzt ein bisschen hungrigere Fische antreffen können. Beide haben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, erstmal mit einem Jigspinner begonnen. Standen hier erstmal beide auf der Spundwand. Jan ist aber jetzt für seine ersten Würfe schnurstracks ans Ufer gelaufen und fischt quasi die Spundwand runter. Ich könnte mir vorstellen, dass beide erstmal versuchen, einen Barsch zu fangen. So sieht es für mich aus. Aber ich denke, grundsätzlich sind die beiden Zielfische hier klar. Es geht auf Barsch und auf Zander. Kann man bestimmt auch nicht ausschließen, dass hier ein Hecht vorbeikommt. Aber Barsch und Zander sollten für beide im Fokus stehen. Beide haben Jigspinner montiert und ich bin gespannt, wer den ersten Fisch fängt. So Jan, deine erste Stelle. Du bist hier schnurstracks zum Ufer gewatschelt und fischst jetzt hier mit dem Jigspinner erstmal die Spundwand ab. Liege ich richtig damit, dass du versuchst, einen Barsch zu fangen? Ja, ganz genau. Ich habe ja hier in der Hinrunde, die Zuschauer werden es wissen, in der Quali habe ich hier echt gut Barsche gefangen. Ich habe also unwahrscheinlich Vertrauen zu dem Spot. Heute lief es allerdings auf Hecht schlecht in den Poldern. Es kann sein, dass es hier auch nicht läuft. Ich
probiere es einfach, aber man muss es einfach probieren. Genau. Hast du hier kürzlich noch mal trainiert, oder? Ja, und gleich einen großen Barsch gefangen. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Die Stelle ist echt Hammer. Die Stelle ist gut. Absolut. Allerdings haben die Polder angeblich gestern auch geliefert. Heute war es dann ganz anders. Genau. Wir hoffen mal, dass das kein schlechtes Omen ist, sondern hier gleich Fisch kommt. Wir haben gerade noch ein Angelboot wegfahren sehen. Ja, leider. Das war genau auf dem Spot. Hoffentlich haben die hier nicht schon alles weggefangen. Wobei ich glaube, hier im Fluss müsste ja genug Fischaustausch sein, Ja. als dass, selbst wenn die hier eine Weile geangelt haben, irgendwann dann auch wieder Fische am Platz sind. Ja, klar. Ich probiere es einfach. Also wir können es nur probieren. Der Druck nimmt natürlich auch in Holland hier auch immer mehr zu, gerade von den Bootsfahrern, Bootsanglern. Klar. Und vom Ufer ist es immer schwierig. Also ich weiß wirklich, wie schwer es auch vom Ufer sein kann. Das ist verrückt. Ich fische die Mole wirklich jetzt mal ab hier einmal. 2, 3 Würfe machen. Kommt was oder kommt nicht. Und auf die Art und Weise hast du hier in der Gruppe gefangen? Auch, ja. Ich habe jetzt gesehen, wo Landry steht, ist auch sehr gut. Bloß ich wollte ihn jetzt erstmal den Vorrang lassen, auch da vorne, dass der da angeln kann. Das ist auch sehr gut, weil die Strömung da lang geht. Man sieht das vielleicht auch hier. Ja. Und deshalb, ja, lass ihn erstmal da angeln. Es ist ja auch immer so, er kennt den Spot nicht und er soll ja auch seinen Fisch fangen, ja. Also wäre schön, wenn einer von euch auf jeden Fall demnächst mal was fängt. Ja, ich streng mich an. Also. Ja, ich sehe es schon. Jetzt fängt es aber ein bisschen an zu nieseln. Ist herrlich, aber der Wind hat immerhin ein bisschen nachgelassen. Ist nicht mehr ganz so windig, oder? Ja, es geht. Geht's Wir halbwegs haben- mit dem Schnurbogen? Es geht, wir haben Rückenwind. Rückenwind hilft natürlich. Ich habe noch einen anderen Spot in der Nähe auf Zander. Der ist gar nicht so weit. Das heißt, wir werden hier erstmal ein bisschen fischen. Und wenn er jetzt kommt auf Zander, und da ging garantiert was. Also heute ist Zanderwetter. Total. Wir haben es bedeckt und so weiter. Das haben wir Also über die eigentlich- Hechte vorhin auch gesagt. Ja, aber es muss was passieren. Fisch! Fisch! Das ist der YPC! 43 Zentimeter! Geil hier, Leute. Guckt euch diesen fetten Barsch hier an! Wahnsinn, was für ein Fisch! Toller Barsch. Ja, der schwimmt er weg. Was gibt es Schöneres hier beim YPC, Leute? Bleibt dran! Es bleibt spannend! Der Bann ist gebrochen. Jan holt sich einen 43er Barsch und bringt 86 Punkte auf sein Scoreboard. Wir sind 4 Stunden lang den beiden Anglern die Polder hinterher gerannt, um wirklich alles live drauf zu haben. Es ist nichts passiert und jetzt sind wir hier auf dieser Spundwand. Es kommt ein Riesensturm, Regen und Wind gleichzeitig. Wir haben alles irgendwie versucht zu sichern gerade. Ich bin nach vorne gerannt, um zu gucken, dass Landrys Sachen nicht ins Wasser fliegen. Die beiden Jungs haben sich hier ums Equipment gekümmert und die Kameras festgehalten und abgedeckt. Und natürlich genau in dem Moment bekommt Jan einen großen Fisch drauf. Ich bin dann noch schnell mit der GoPro hingerannt und dann irgendwann waren wir dann auch mit 3 Kameras da. Aber es ist klar, genau in dem Moment, wo kein Fisch beißen soll, da beißt einer. Ärgerlich bin ich trotzdem nicht darüber, denn endlich haben wir einen Fisch in der Wertung und zwar einen richtig guten 43er Barsch. Das heißt ordentlich Punkte, 86 insgesamt für Jan Pusch, der damit in Führung geht. Fisch, 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 Fisch. Hey, sehr gut. First one. Your spot is better than mine. I have the same size than your perch,
But it's a Zander. 46. Presque la même taille que la perche, mais c'est un Zander. Bon, il est validé. Le spot ici est quand même meilleur que celui de ce matin. Je vais remettre ça tout de suite à l'eau. Auch Landry fängt seinen ersten Fisch. Der 46er Zander ist 59,8 Punkte wert. Der Belgier bleibt damit jedoch hinter Jan. Wir haben jetzt 2 Fische in der Wertung. Jan ist natürlich nach wie vor vorne, denn der 46er Zander ist nur 59,8 Punkte wert, wohingegen Jans 43er Barsch natürlich mit 86 Punkten eine ziemliche Hausnummer ist. Trotzdem ist auch für Landry der Anfang gemacht. Das ist natürlich gut. Und wir sind froh überhaupt, dass jetzt so schnell 2 Fische gekommen sind. Ganz kurz vor dem Biss hatte Jan angekündigt, einen Spotwechsel machen zu wollen. Man muss die immer 15 Minuten vorher ankündigen, damit man eben nicht, wenn es gerade beißt, schnell weggehen kann, wenn man seinen Fisch gefangen hat, sondern dem Gegner noch die Möglichkeit geben muss, zu kontern. Genau das ist jetzt hier passiert. Die Uhr tickt aber und in etwas weniger als 10 Minuten gehen wir dann zu Jans zweiter Stelle. Quand tu avais attrapé le Zander, on a vu que tu parles anglais. Un peu, oui. Tu as dit your spot is better than mine, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Mais pourquoi tu parles pas anglais avec la caméra? Ah, je pourrais un petit peu, ouais, mais je préfère parler en français aussi. Pourquoi? Bah, pour toute la communauté française qui regarde la compétition. Oui, mais les Allemands, ils préfèrent l'anglais, je pense. Je pense, ouais, probablement. Tu peux essayer un peu? Ich liebe dich. D'accord. German, ich liebe dich. Jan, du hast einen Spotwechsel angesagt. Ja. Hat es den taktischen Grund, dass du verhindern möchtest, dass er hier auch so einen Trümmerbarsch fängt? Oder Ja, was sind deine Beweggründe? Es ist natürlich Taktik. Ja? Also, ich habe jetzt noch einen weiteren Spot, der ist nicht weit von hier. Da gibt es richtig gute Zander. Und die möchte ich schnell fangen. Und weniger Barsch. Und weniger Barsch. Alles klar, also für dich ist natürlich besser, einen Spot jetzt anzufahren, wo die Chance auf einen großen Barschkonter vielleicht nicht ganz so groß ist, dafür du deine Zander fangen kannst. Richtig, genau. Alles klar, dann haben wir die taktischen Fragen auch geklärt. Also ist aber auch so, wenn der Spot erstmal, so habe ich das jedenfalls festgestellt, einen Barsch geliefert hat, ist erstmal ein bisschen Ruhe, weißt du. Mal gucken, ob wir nachher nochmal zurückgehen hier. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Das Gute ist ja, ich kann ja bestimmen, wo es lang geht, und das ist das Schöne. Das ist richtig. Und deswegen, mal gucken. Also erstmal die Zander vielleicht machen. Landry hat eben gerade einen Zander gefangen. Der ist auch immer drin hier. War jetzt kein so großer Zander, aber immerhin ein paar Punkte für ihn. Der hat Maß gehabt und ja, na klar. Ich freue mich für ihn auch, dass er einen Fisch fängt, so ist es nicht. Aber im Wettkampf, ich muss erst mal an mich denken, ganz wichtig. Und ich will das Ding hier gewinnen. Ja, klar. Ja, und da muss man auch dementsprechend angeln. Also, das ist einfach absolut so. richtig. Und dafür bin ich einfach genug Tournamentangler und ich mache genug Wettkämpfe. Und deswegen, das ist schon ein bisschen ernster jetzt. Okay, Spotwechsel. Fisch! Ah, Fisch. Fisch! Wahnsinn, ist der reingewallert, du! Kleinere Zander, der ist untermacht, glaube ich. Aber immerhin. Ja, mit ein bisschen Glück könnte er sogar Maß haben. Da muss ich erst mal gucken. Also Zander scheinen hier zu sein. Das einzige Problem ist der Wind, dieser Wind. Der hat Maß. 44 und etwas. Wir machen einfach 44. Geil! Zander! Der Plan geht auf. Schöner kleiner Zander. Immerhin bringt mir ein paar Punkte. Und ich lasse ihn gleich wieder zurück. Komm. Und er schwimmt weg. Das ist herrlich hier in Holland. Catch and release only. Die zweite Fischart für Jan. Weitere 57,2 Punkte gehen auf sein Konto. Landry, en pleine tempête, tu as changé la technique. Tu pêches drop shot maintenant? Tu veux que j'explique? Oui. Ok. Pourquoi tu fais ça? Pour pêcher plus lourd. Parce que sinon je sens ni le fond, je connais pas le spot, donc je connais pas les structures. Ça me permet de découvrir déjà un peu mieux le spot. Je vais peut-être changer après, mais là je pense que pêcher drop shot là avec du 21 grammes, on en 21 grammes, hein, tu vois un peu
les conditions météo bien pourries, quoi. Mais bon, c'est la pêche, et puis Yann, il vient de faire un poisson, donc voilà, il faut juste rester face au vent et tabasser. Alors j'ai essayé de pêcher là, mais quand je lance, ma ligne, elle part encore plus par là. Donc il n'y a que face au vent, donc je suis obligé de venir pêcher à côté de Yann. C'est pas toujours super cool, mais il a l'air d'être pas trop dégoûté que je vienne pêcher à côté de lui, donc ça va. Il le sera peut-être si je prends un gros poisson. Oui, on verra. Ja, on verra. Jetzt könnte gleich ein Fisch kommen. Ich habe das im Urin. Fisch! Fisch! Boah, auf den Popeye! Gerade gewechselt. Mal gucken, ob ich ihn rausbekomme. Schön eingeschlagen. Ein bisschen Glück. Jawohl, wir haben ihn! Hier ist er! Der hat auf jeden Fall Maß und bringt mir wertvolle Punkte. Schöner Fisch. Voll genommen, den Popeye. Voll genommen. Guckt euch mal an. Das wird voll genommen. Popeye. Geiler Köder. Auch in der Farbe richtig gut natürlich, wenn das ein bisschen dunkler ist. Also der Fisch bringt mir wertvolle Punkte. Wertvolle Punkte. Der will immer zubeißen. Der ist noch nass. Vom Regen vorhin. Wollen wir den mal messen? 54. Okay. 54 Zentimeter. Nicht schlecht. Nee, der ist super. Der schmeckt schon mal richtig. Allerdings. Ja. Das wäre auch so genau die Größe zum Essen, aber hier im Wettkampf. Wieder rein, wieder zurück. Aber jetzt nicht die Zeit für den Zander. Den könnt ihr euch aber hier fangen. Der nächste Zander und diesmal ist er ein bisschen besser. Jan baut seine Führung aus. Je réfléchissais à ma stratégie et ce qui m'ennuie vraiment, c'est la perche. En plus, il a pris une perche de 43 cm, c'est une très grosse perche. Je suis derrière dans les scores, ce qui va me permettre de choisir les spots demain. Donc finalement, ça va être très stratégique. Je vais essayer de tout miser aujourd'hui. Bon, là, ils sont à un spot à cendre, mais je vais pas continuer à pêcher le centre. J'ai un peu essayé, mais c'est très très compliqué avec le vent. Il faut être vraiment en face du vent pour pêcher le spot. Et j'ai pas très envie de l'ennuyer sur son spot. Bon, voilà, on sait tous en tant que pêcheur que c'est pas très chouette ça. Donc je vais essayer de viser la perche, je vais essayer de viser toutes ces zones un peu dans les bordures. Si j'arrive à capturer une perche, ça va vraiment m'assurer de pouvoir bien pêcher demain. Je pourrais l'ennuyer si je vais sur des spots à brochet, que j'en capture un, que je décide de partir tout de suite après. Si je reste en dessous des scores, ça peut être une très très bonne solution. Donc voilà, ça va être vraiment stratégique. Voyons voir ce que la suite donne. So, ich habe hier bei Jan gerade eine Box entdeckt, die er aufgemacht hat und auch einen Köder rausgeholt hat. Damit fischt er jetzt gerade, den ich persönlich so noch nie gesehen habe. Und zwar ist der aus Schaumstoff und hat hier dann so einen Zwillingshaken, der ja quasi überhaupt nicht übersteht. Und natürlich lässt sich dieses Schaumstoff relativ gut wegdrücken. Finde ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Kann mir vorstellen, dass man damit sehr hängerfrei fischen kann. Weit fliegen tun die auch, das habe ich gerade gesehen. Und gefischt werden die dann hier mit so einem Cheburashka-Blei eingehangen. Also wirklich eine coole Idee. Bin gespannt, ob Jan damit einen Fisch fängt. Er sagt, die Dinger fangen. Warum auch nicht? Ja, mal was Neues. Und mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen.
So, ich habe bei Jan mal ganz kurz nachgefragt, wie es aussieht mit seinen taktischen Plänen. Er möchte hier bleiben. Der Grund ist nachvollziehbar. Er möchte natürlich jetzt nicht zur Sprungwand zurückgehen, um Landry die Chance zu geben, dort auch einen großen Barsch zu fangen. Das ist natürlich jetzt sein großer Vorteil. Er hat den Barsch bereits, auch in einer sehr guten Größe. Und wer glaubt, dass Jan Pusch hier ist, um irgendwie ein bisschen Spaß zu haben und nur eine große Show zu machen, das macht er natürlich auch. Aber er möchte auch gerne dieses Turnier gewinnen. Und deswegen fischt er jetzt hier auch sehr taktisch, was natürlich nachvollziehbar ist und auch nochmal unterstreicht, dass selbst so ein Spaßvogel wie Jan, wenn es darum geht, dann auch das macht, was wichtig für ihn ist, um zu gewinnen. Boah! Boah, ist der reingehämmert, Leute! Boah! Schöner Fisch. Macht der Fluchten hier vorne. Sehr schöner Fisch. Wir haben ihn, jawohl, hier ist er. Und was für ein Zander. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Danke für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und der bringt mich ganz weit nach vorne. Irre, irre. Ja, Wahnsinn. Guckt euch mal den Fisch an, Leute. Ist das nicht ein herrlicher Zander? Wahnsinn. So, okay. Wollen wir mal messen? Wow. Yeah, nice one. 62, 63. 63,5. Genau? Ja, der hat 64. 64, okay. An 64. Also 64 jetzt an, ne? Das gibt's doch gar nicht! Jetzt kommt der Osten! Oh, was für ein schöner Fisch. Kurz vorm Spotwechsel, also besser geht's ja gar nicht, ne? Der geht auch gleich wieder zurück. Jan zeigt keine Gnade und die Zander werden immer größer. 83,2 weitere Punkte für den Mecklenburger aus dem Finnwal-Team. Landry bleibt aktuell nur die Rolle des bewundernden Zuschauers. Ja, Leute, das ist natürlich herrlich. Kurz vorm Spotwechsel, praktisch mit dem letzten Wurf, noch den schönen Zander raus. Also besser geht's nicht. Gute Ausgangsposition. Landry ist, glaube ich, ein bisschen verzweifelt. Er hat einen Zander gefangen. Seine Spots haben nicht funktioniert, meine umso besser. Ihr seht, ich bin voll im Training, voll im Flow. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Und ja, wir fahren zum nächsten Spot. Zeit ist Fisch. So, Leute, mein Plan ging eigentlich ganz gut auf. Ich habe den Barsch gefangen, den wollte ich fangen unbedingt. Ich habe 3 Zander gefangen. Ich hatte noch 2 Bisse, aber die waren sehr vorsichtig. Das war auch unwahrscheinlich schwierig bei dem Wind. Und nun mache ich nochmal einen Spotwechsel, vielleicht nochmal auf Hecht. Also volles Risiko, den Hecht nochmal zu haben. Ja, wir werden ungefähr eine halbe Stunde fahren. Haben dann vielleicht noch eine gute Stunde Angelzeit, wenn alles klar geht. Und dann mal gucken. Ne? Also ich bin motiviert. Es hat alles funktioniert. Meine Spots haben auf jeden Fall funktioniert. Und bis jetzt führe ich. Aber das kann sich alles noch ändern. Deswegen, ich brauche weiter eure Unterstützung. Ja, wir sind jetzt an einer Spundwand, an einem Kanal. Im Training habe ich hier Zander gefangen. Es ist aber auch so, das Wasser ist ein bisschen ruhiger und deshalb steigen die Chancen hier auch auf Hecht. Der fehlt mir noch. Und vielleicht kommt noch ein Hecht. Also Zander gibt es hier auch, also alles machbar jetzt hier.
Bien joué. Fuck! I need a perch, but it's good. Voilà, 59. 59, c'est ça. Yeah. 59. Bon allez, c'est un beau poisson là qui vient à la clé. J'essaie de capturer une perche avec des vibrations et c'est un cendre qui est là. Bah, il fait vraiment plaisir là parce que j'ai pas eu beaucoup de poissons au bout de la ligne aujourd'hui. C'est mon deuxième seulement. Yann il a vraiment bien pêché là. Il a capturé un gros cendre là sur son dernier lancer, quasi sur son spot. Donc ça m'a vraiment mis mal. Là je reprends un petit peu confiance quand même. J'espère capturer une perche parce qu'elle va vraiment m'ennuyer cette perche. Il a une grosse perche. Il va être très difficile à battre le Yann. Mais bon, je perds pas espoir et je garde la motivation. Je vais remettre ça dans l'eau. Kein Barsch, aber dafür ein super Zander. Landry holt sich 76,7 Punkte und kann den Rückstand verkürzen. Donc comme vous pouvez le voir, les spin jigs, ça marche aussi sur les cendres. Alors c'est plus adapté pour pêcher la perche et le brochet, on va dire, parce que ça crée des grosses vibrations. Mais les cendres qui sont actifs, ils n'hésitent pas à les prendre. Et c'est ce que je viens d'avoir. Je vais continuer et j'espère que je vais trouver une perche quand même. So, ihr habt es mitbekommen, Landry hat einen guten Zander gefangen. 59 cm. Das ist auf jeden Fall die Größe, die ihn weiterbringt. Es sind zwar noch 2 zu 4 Fische, aber das ist auf jeden Fall ein guter Hoffnungsschimmer. Er braucht natürlich auch einen Barsch und auch einen Hecht, aber das ist natürlich eine gute Basis auch für morgen, da nicht aussichtslos zurückzuliegen, sondern die guten Fische, die sind eben wichtig. Jan hat 2 davon, 64er Zander und ein 43er Barsch, aber ein 59er, der geht da schon ungefähr in die richtige Richtung und deswegen ist er wieder voll im Rennen. Ich laufe jetzt hier die Spundbank lang. Der Landry hat gerade einen Zander gefangen. Ich glaube über 50 sogar, also einen guten. Und den kann man wirklich hier auch fangen. Es ist aber auch durchaus möglich, dass man ein Hecht einsteigt oder mal ein Barsch. Das ist ein sehr, ja, Angeln, sag ich mal so, man muss sich werfen, man muss nur einfach lang gehen. Und vielleicht passiert gleich mal was. Il y avait un bateau qui était parqué ici, garé ici. Et il vient de partir, ça crée des turbulences et des remous. C'est toujours très bon pour la pêche du carnassier parce que ça remue le fond et tous les petits crustacés, tous les alevins, etc. sont remontés vers le haut. Et là, les carnassiers viennent chasser dedans. Donc c'est pour ça que j'ai marché jusqu'ici, c'est pour venir pêcher cette zone-ci. Parce que le bateau que vous voyez là-bas, c'est le bateau qui vient de partir. Et s'il y avait des perches postées en dessous, c'est exactement ce que je cherche. Ja, in deinem Beruf als Guide hat es hier ganz gut funktioniert an der Stelle. Dein Kontrahent hat direkt einen Fisch gefangen. Ich glaube, es hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist immer das Risiko. Ne? Natürlich, wenn man seine Spots anfährt und so weiter, wo man Vertrauen hat, kann natürlich der Gegenüber auch fangen. Ne? Ist Klar, einfach so. Ne? klar. Wäre auch schade, wenn nicht. Aber das ist immer mein Spruch. Fischlein, Fischlein, beiße an, nur nicht bei meinem Nebenmann. Ja, der Spruch Aber das klappt nicht immer. hat nicht funktioniert dieses Mal. Aber er ist in Ordnung, ne? Ist auch schön. Hast du einen Fischkontakt gehabt hier? Ich habe einen Anfasser gehabt, ganz vorsichtig, also ganz hinten drauf. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es war einer. Okay. Aber der hang halt nicht. Ne? Ich habe zwar einen Stinger drauf, aber irgendwie wird aber auch, denke ich mal, ein Zander gewesen sein. Wir haben jetzt hier noch gut 10 Minuten. Wenn nichts mehr passiert, würde ich sagen, kannst du trotzdem zufrieden sein mit dem Tag. Also Ja. du hast echt Also die Spots, die ich... gute Fische. Die haben alle abgeliefert. Jeder Ja, Spot hat abgeliefert. Das stimmt. Und ich bin gespannt auf morgen. Und dein Scoreboard sieht ja auch sehr anständig aus. Ja. Ja, fehlt noch der Hecht, vielleicht noch ein Zander. Ja. Also ein bisschen Gas geben muss ich noch, denn Landry wird richtig morgen Gas geben. Also der wird richtig Spots anfahren, denke ich mal, wo er ganz sicher ist, dass da Fische sind. Geht natürlich dann auch Risiko, ja, dass ich dann vielleicht einen Fisch fange. Aber so ist das Ja. einfach. Mal gucken, was er macht. Die Risikovariante wäre natürlich wieder poldern zu gehen, Ja. in der Hoffnung, einen Hecht zu fangen und dann da wegzugehen, sodass du dann vielleicht gar kein Hecht in der Wertung hast. Er schon. Kann natürlich total in die Hose gehen. Ja. Kann genau andersrum auch ausgehen. Also wenn ich er wäre, würde ich morgen erstmal auf Barsch angeln. Ja. Weil da kannst du ja nicht mehr so einen riesen Schaden anrichten. Du hast deinen Barsch, klar, du kannst da auch noch bessere Fische fangen, um deine Wertung auch noch mal aufzupolieren.
Aber da hat er natürlich bessere Chancen, erstmal aufzuholen. Ja, Mal gucken, was er macht. Wir werden es sehen. wir werden sehen, genau. Ansonsten ein toller Tag, hat Spaß gemacht, richtig. Ja, Also, und nach der fischlosen ersten Halbzeit bin ich froh, dass wir dann doch noch echt einen guten Angeltag hatten. ja, und bei dem Sturm, das war richtig Wind, Regen, alles drum und dran. Alles das, was zum Angeln zugehört. Ja, heute waren irgendwie 4 Jahreszeiten an einem Tag. Ne? Also wir haben alles gehabt. So Jan, Was ist? das war's für heute. Okay, Gut geangelt, Dankeschön. Danke, danke. aber morgen ist auch noch ein Tag. Das ist immer so. Jetzt kommt das Landry, Rückspiel. Fini, Und der Popeye hat's heute gebracht. Ja. Mojito, tolle Farbe und ein tolles Getränk. Okay, Jan, you maybe close the game. My spots waren. Yeah, your spot is better than mine. Okay, you have a big perch, Yeah. 43. Yes. It's very cool. And you have a nice Zander, 64. Ah, shit. Yeah. But yeah, good play today, good fishing. I know you are Yes. better than me, so I try on my spot to catch something on top water, but no, it's not the day for top water, I think, today. Yeah. We see yeah. us tomorrow. We see us Yeah, tomorrow. see you tomorrow, yeah. And then it's a new day. I think I have maybe a chance. You have no pike, so yeah, if I catch a pike and you don't catch pike, maybe I can have the same score, maybe a little more. Allez, Okay. see you tomorrow. See you tomorrow. So, das war's für heute. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde es doch noch ein ziemlich guter Angeltag mit echt guten Fischen. Das hat uns natürlich große Freude bereitet. Wir hoffen natürlich, dass das für euch genauso war. Falls das Video euch gefallen haben sollte, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Schreibt gerne unten was in die Kommentare, ob Landry noch eine Chance hat, Jan noch mal den Rang abzulaufen oder ob ihr glaubt, dass Jan das Ding sicher nach Hause bringen wird und ins Finale einziehen wird. Gerne Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns bald zum Rückspiel. Macht's gut. Ciao.